320 PS, ja, der 2019er Civic 2 Liter Type R, ja, so heißt er, Typ R als GT-Variante, hier steht er. Und wir haben draußen noch einen anderen, den werden wir gleich mal ein bisschen Probe fahren. Wir reden hier über einen Sportwagen mit einem Verkaufspreis für knapp über 40.000 Euro. Das heißt, ich kriege also Spaß pur, so kann man es sagen, aber auch die Qualität von Honda zu einem Preis, der die 1%-Regelung nicht zu sehr belastet, sage ich mal. Ich bin ja hier im Segment schon fast wie ein Supersportler aus Deutschland von den Leistungswerten bei knapp 1500 Kilogramm, 320 PS, das geht gut voran, ne? Ja, der Teil geht schon richtig voran, ja. Stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Thomas Reiter vom Autohaus Reiter. Ich bin Honda-Vertragshändler an 2 Standorten, hier in Saarbrücken in meinem Betrieb und in Rehlingen-Siersburg. Ja, der Typ R, den hat nicht jeder. Normalerweise kennt man den aus irgendwelchen Playstation-Spielen. Ja, da ist er nämlich immer mit drin, auf irgendwelchen Rennsimulationen. Ja gut, der Type R ist so ein richtiges Kultauto bei Honda. Type R oder generell die R-Linie ist bei Honda ja weltweit bekannt. Und das hier ist jetzt praktisch unser absolutes Highlight. Wie geht denn das für 40.000 Euro mit der Mehrwertsteuer, also knapp über 40, mit Brembo-Bremsanlage, mit 320 PS, mit Honda-Qualität, mit Spoiler-Kit, mit allem drum und dran? Was hat Honda da vor? Die verdienen ja kein Geld mehr mit dem Auto, oder? Naja gut, also Honda hat sich damals zum Ziel gesetzt, mit der Variante vom Type R halt eben für Frontantrieb den Rekord auf der Nordschleife zu brechen, den Runderekord, was wir auch mit dem Auto geschafft haben. Also man will hier ein technisches Highlight setzen, man will zeigen, was Honda so drauf hat. Und in dem Fall hier mit dem Type R ist das also wirklich absolut gelungen. Ne? Ja. Der hat eine ganz dezente Auspuffanlage, die gucken wir uns gleich mal an. Er hat keinen Klappenauspuff, braucht er auch gar nicht, hast du mir erzählt. Er erfüllt alle Normen aktuell? Ja, er erfüllt alle Normen. Er hat also alles, was man für die Zulassung braucht, also Straßenzulassung, da muss man keine Angst haben. Das ist alles serienmäßig, alles Standard. Ja, es soll ja so die einen oder anderen Hersteller geben, die haben so ein bisschen Sorgen mit WLTP. Also bei so Supersportlern, 320 PS, die holt er aus 2 Litern raus. Das geht. Das geht, ja, ja. Er erfüllt auch die ganzen Messverfahren, Abgasnormen, das ist alles Standard bei dem Auto. Ja, das Auto ist für die Rennstrecke eigentlich gebaut, muss man sagen. Ich kann es aber auch ganz dezent auf ganz normalem Asphalt bewegen. Guck dir mal den Auspuff an. Ist nett, oder? Ja, das sieht schon gut aus, ne? Deswegen, da brauchen wir nicht viel mit dem Auspuff umzubauen. Der Serienauspuff ist vollkommen ausreichend. Das Auto kann ich ganz normal auf der Straße bewegen. Der ist also vom Fahren her, sage ich mal, nicht unbedingt so knüppelhart. Also der ist vom Fahrverhalten her super auf Sport ausgelegt. Aber man kann auch damit auf die Autobahn gehen, auch damit in Urlaub fahren. Also 5-Türer, der hat Platz, der hat Kofferraum. Also es ist auch für den Alltag tauglich. Da ist nichts angebaut bei dem. Also da muss man sagen, dass du irgendwelche Beplankungen oder sowas hast, sondern dass der Typ R ist eine eigene Serie. Der Typ R ist eine eigene Serie bei Honda und wie gesagt, hier ist nichts nachträglich angebaut. Das ist absoluter Serienstand. Die GT-Version sieht in der Ausstattung hier immer so aus. Das sind alles serienmäßige Ausstattungsteile, ob da die Brembo-Bremsanlage ist, die ganzen Carbon-Teile, wo dran sind, ist alles. Das ist wirklich Carbon? Das ist Carbon, ja. Das ist alles original, alles Standard. Der hat eine Klimaanlage? Ja, Klimaautomatik sogar. Nicht, weil er schwarz ist. Ich habe noch gerade der Jahrhundert. Sagen wir hier, das Bügelbrett, was hinten drauf ist, das muss drauf sein. Ich sag mal, der Abtrieb, der muss ja irgendwo herkommen. Ja, das braucht er schon. Also der muss den Abtrieb schon haben. Das ist alles so ausgelegt bei dem Fahrzeug. Also das muss schon in dem Fall sein. Was ist denn das für eine Zielgruppe, die so ein Auto kauft? Den gibt es ja nicht nur in gemein schwarz, sondern auch in dezenten Farben. Ja, die gibt es auch in anderen Farben. Die gibt es in Grau, draußen steht er in Rot, hier ist er jetzt in Schwarz. Die Zielgruppe ist sehr gemischt. Also wir haben vom jüngeren Publikum, die so ein Auto möchten, aber auch gesetzteres Publikum, sage ich schon in meinem Alter, die noch sportlich... Zeig dich mal gerade, wie alt bist du? Ich bin 59. Also die sind auch noch sportlich unterwegs mit dem Auto. Die Zielgruppe ist sehr, sehr gemischt. Ja, zumal man mit so einem Auto immer ins Gespräch kommt. Also es ist so, es gibt eigene Honda-Clubs, also Typ R-Clubs, die das Video gerne sehen. Der wird schon wie lange gebaut in der Form? In der Form haben wir ihn jetzt in der Art ca. 3 Jahre im Programm, aber den Type R selbst gibt es ja schon seit locker 15, 20 Jahren. Type R ist ja eigentlich Kult bei Honda. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal vorne aufmachst, die Haube, denn 2 Liter, da hätte man einen noch vor, ich sag mal, einigen Jahren ausgelacht, aber die Lichtanlage ist schon mal ziemlich kultig. Das ist echt so Original PlayStation. Das ist so cool. Wir gucken gleich mal rein. Wow, das sieht ja aus wie Formel 1. Ja,
Anlehnungen sind nicht so weit weg davon. Also Motor ist halt eben, wie gesagt, mit der neuesten Technik von Honda, mit Turbo, mit allem. Also die Leistung, da haben sie schon etliches aus dem Motor rausgeholt. Die sind ziemlich gut, die Wiederverkaufswerte. Autos sind unglaublich gesucht, ja. Also Typ R, wenn der gepflegt ist, dann hat man eine Wertanlage fast, oder? Ja, die Typ R sind generell sehr wertstabil, wenn sie unverbastelt sind, im sehr guten Zustand. Da werden die auch die älteren Modelle sehr hoch gehandelt, ja. Unverbastelt. Muss ich denn hier noch groß was basteln? Also hier ist ja eigentlich alles fertig, oder wenn ich das will, oder? Ja, also hier brauchen wir eigentlich bei der Leistung brauchen wir nichts mehr zu machen. Der ist so optimal abgestimmt, sei es Fahrwerk, sei es vom Getriebe, Abstufung, ist alles so top, da brauchen wir nichts zu machen. Auch schick gemacht, oder? Auch hier vorne so die ganzen Gut, kommt ihr da noch gut ran als Mechaniker? Ja, zum einen brauchen wir nicht viel so Schrauben bei Honda, weil die Autos sind sehr robust und sehr langlebig, da kommt eh nichts dran großartig, aber da kommt man auch noch bei, wenn es sein muss vom Arbeiten her, das ist alles noch überschaubar. Danke, mach mal zu. Ja, wenn ich jetzt Zwillinge bekommen habe, also ich habe ja 1989 Zwillinge bekommen, die kommen dann Fall auf Schall. Das ist ein richtiges Familienauto, hast du zu mir gesagt. Mach mal hinten auf, können wir mal reingucken. Das ist nämlich ein Fünftürer mit richtig Kofferraum. Wie geil. Das ist ja riesig, der Kofferraum. Ja, der Kofferraum ist richtig groß. Sitze kann man umklappen, also da hat man Ladefläche ohne Ende. Deswegen sage ich ja, das Auto ist vollkommen alltagstauglich, kann damit mit der Familie in Urlaub fahren, das ist gar kein Thema. Also wir reden hier über knapp über 40.000 Euro. Ja. Nochmal, als Honda, wie geht denn das? Also das ist, ich bin total begeistert von dem Preis. Also es gibt ja noch ein anderes Modell hier im Saarland, Ford Focus, sage ich mal, RS so, was ja auch hier praktisch jetzt gebaut wird, der rauskommt. Aber der hat nochmal ein ganz anderes Flair. Das ist so praktisch so der Japan-Flair, der so ein bisschen rüberkommt. Ja, die Autos kann man so miteinander nicht vergleichen. In dem Sinn, außer halt eben von den Leistungseckdaten. Aber der Typ R ist halt eben etwas schneller. Ne? Wie süß. So, ja cool. Die Anbauteile, das ist hier kein Look, Carbon-Look? Nee, das ist Carbon. Das ist Carbon, ja. Ja, cool. Ja, wenn du mal kurz auflässt, also das ist allein schon, wie das Ding hier hochgeht, ist schon beeindruckend. Aber wenn du mal hinten einsteigst, ich nehme an, die Soundanlage ist auch ordentlich? Ja. Er sagt ja. Navigation. Und ich habe trotzdem hier hinten noch Platz. Da kann ein erwachsener Mensch da noch super sitzen. Da ist richtig Raum. Gut, wenn man hier so ein Auto hat, dann ist man als Kind im Kindersitz vielleicht noch hinten. Aber die Leute, die ihn fahren, die sitzen vorne. Und wir steigen mal ein und schauen uns das Ganze mal an. Thomas, geh mal vorne rein bitte, dass wir mal sehen. Die Sitze sind allein schon dafür würde man das Geld bezahlen. Ja. Aber du sitzt da wie in einem Handschuh, oder? Ja, man sitzt wie im Handschuh. Das sind richtig schöne Sportsitze, sind sehr eng geformt, dass man auch schön Seitenhalt hat, wenn man wirklich mal ein bisschen sportlich unterwegs ist. Das macht also mit dem Auto, mit den Sitzen hier, das ist schon richtig top. Ja, auch das Lenkrad sieht wirklich klasse aus. Du hast auch hier innen Carbonteile, die hier drin sind, aber du hast auch alles so am rechten Fleck. Ich zeige mal kurz die Verbrauchswerte, nicht, dass wir die auch noch vergessen im Ganzen. Denn wer so ein Auto kauft, der weiß, was er hat. Nämlich Energieeffizienzklasse E. Die hat er sich teuer erkauft. Ich zeige es mal gerade. Müssen wir gerade mal Schärfe ziehen. So, das ist die CO2-Effizienz E. Lass mal gerade davor gehen. So. Und wir haben einen Spritverbrauch kombiniert 7,8 Liter und außerorts dann innerorts 9,1 und außerorts 7,1 Liter und 178 Gramm pro Kilometer CO2-Emissionen. Ja, so wie er hier steht, ist er Kaufpreis 41.790 Euro. So, ich komme noch mal kurz zu dir. Sehr, sehr schick und ich setze mich mal kurz auf den Beifahrersitz, aber vorher vielleicht mal Assistenzsysteme, sind auch einige verbaut? Ja gut, Assistenzsysteme hat er alles, was man braucht, ABS, ESP, die ganzen Sachen, hat aber auch Spurhalteassistent und so weiter. Ja, ja. Aktiv mit Lenkeingriff. So, ich komme auf die andere Seite. Bis gleich. Das ist die Tür, ja. Die Sitze, die haben so einen Alcantara-Look, also einen Wildleder-Look fast. Ich zeige es mal gerade an der Seite, dann sieht man es so ein bisschen von der Struktur her. Das ist so richtig Wildleder. Du sitzt hier drin. Das ist schon so ganz viele Anleihen aus dem Rennsport. Ja, ist am Rennsport angelegt, sind ja auch sportliche Sitze mit richtig Seitenhalt und da ist Alcantara ist eigentlich doch schon verbreitet bei den Sportsitzen.
Du hast ein Sechsganggetriebe. Wie schaltet sich das denn? Wie ein normales Honda-Getriebe oder ist da auch ein anderes Getriebe drin? Ja, also mit einmal ist das Getriebe top abgestuft dementsprechend. Eine Besonderheit ist, dass das Fahrzeug beim Schalten der Motor Zwischengas gibt, damit die Schaltvorgänge richtig automatisch flutschen. Man kann verschiedene Modi wählen. Gibt also, man sieht hier den R-Modus oder halt eben den Komfortmodus. Dann kann man halt eben noch wählen zwischen Komfort, Sport und R. Dann dementsprechend wird das Fahrzeug noch ein bisschen sportlicher, noch ein bisschen aggressiver. Aber die Schaltvorgänge gehen ist da alles leicht mit drin bei den 40.000? Alles in dem Preis mit drin, komplett, ja. Ja. Du hast ein Lenkrad, das ist wirklich... Ich würde am liebsten mal mitfahren. Wir haben draußen einen stehen. Wir fahren heute mal nicht, aber wir machen den draußen mal an. Wir zeigen mal noch einen anderen. Du hast immer einen Vorführer hier, oder? Ja, wir haben einen Vorführer mal da. Jetzt haben wir aktuell hier in Saarbrücken im Moment keinen. Wir würden erst wieder einen zulassen beim anderen Betrieb. In Rehlingen-Siersburg ist aber ein Vorführer vorhanden. Das ist kein Thema. Ja. Wenn du mal gerade die Zündung mal anmachst, der hat auch, du brauchst keinen Schlüssel mehr zum Drehen, ne? Nee, der hat Keyless Entry in dem Fall und Keyless braucht man nur drücken. Wie cool. So, ist kein Elektroauto, das heißt, so, das System zu aktivieren. So, der hat jetzt ein bisschen wenig Spannung auf der Uhr, aber er startet. So, da ist er. Das ist da. Diebstahlsicherung, Spannungsabfall im System. Ja. Die Anschalttaste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um das System zu aktivieren. Ja, es soll schon mal einer gestohlen worden sein, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. So, am besten gehen wir mal raus, da gucken wir uns den mal an, denn ich bin ganz begeistert. Also der steht ja, also stark ist immer noch der Preis. Ich bin immer noch ganz geschockt. Also eigentlich müsste so ein Auto ja so um die 60, 70 kosten, oder? Ja, im Prinzip schon, aber hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, wenn man wirklich ein sportliches Auto haben möchte, gibt es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her also kaum eine Alternative zum Type R. Ja. Da bekommt man richtig viel Auto fürs Geld. Ja, und ich kann den wirklich als Alltagsauto benutzen. Hat der ESP und das alles drin. Ich kann auch im Winter fahren? Man kann auch im Winter fahren, ja. Der ESP alles drin. Das ist auch wintertauglich mit der entsprechenden Bereifung natürlich. Frontantrieb? Frontantrieb, ja. Gott, muss man dazu sagen. Ja, alles mit drin. QI-Ladestation, ein ordentliches Soundsystem mit drin und ja, Fahrspaß pur und das eine oder andere Gespräch garantiert an der Tankstelle, also wenn man das irgendwie sieht. Unverbastelt, die gibt es schon sehr, sehr lange. Es fahren sogar schon die ersten, die fahren immer noch teilweise auf der Straße, oder? Ja, Type R ist wie gesagt Kultauto, gibt es schon ewig beim Civic. Also das ist ein Auto, was schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist bei Honda. Super, wir gehen mal raus, bis gleich. Ja, man kann es fast nicht richtig sehen, aber in Rot mit den schwarzen Applikationen in Hochglanz. Unglaublich schick, ein echter Hingucker. Da ist er, der Type R. Tolle. Ja, ist schon ein tolles Auto. Macht schon richtig Laune. So, der Lufteinlass in der Mitte, der muss auch sein. Denn also ich bin richtig sprachlos. Weißt du was, wir gucken uns den mal von hinten an. Denn da hatte ich eben ein bisschen wenig Hub beim Filmen, dass wir den mal zeigen. Denn ich sag mal so, das ist ja das, was die meisten Leute eigentlich nur noch sehen werden von dem Auto. Ja, wir würden wahrscheinlich eher nur von hinten sehen. Wenn der Fahrer Gas gibt, dann wird es hinten dran schon eng. Ja. Ich kann den aber sehr, sehr dezent auch bewegen. Ist denn die Auspuffanlage, die ist aber schon dezent. Das heißt, also ich kriege da wahrscheinlich noch im Zubehör noch einen Sportauspuff für, wenn ich das unbedingt will. Aber ich kann den ganz normal bewegen, oder? Ohne dass einem der Kopf wegfliegt. Ja, wenn man den normal fährt, ist das vom Fahren her eigentlich gar kein Thema. In dem Fall, der ist ja nicht so laut, dass er auf der Autobahn fährt, dass ihm alles wegfliegt. Also das ist noch alles überschaubar. Das heißt also hier die optimale Alternative, wenn ich jetzt eine Frau bin, der hat doch eine Rückfahrkamera? Der hat auch Rückfahrkamera, klar. Ja, das heißt also ich könnte hier einfach mal, wenn ich so einen kleinen Akzent einfach mal setzen möchte, mir so ein Auto kaufen. Ich könnte aber auch ein langweiliges Auto holen. Das ist richtig, ja. Das ist, ja, also hier hat man definitiv, wenn man mal ein bisschen Fahrspaß haben will, den Spaß hat man hier definitiv. Ja. Wir sind in Saarbrücken bei einem wirklich sehr gut bestückten Honda-Partner, nämlich der Firma Reiter. Ihr macht jetzt Honda-Automobile wie lange? Automobile, Honda machen wir seit 2005. Ja. Du bist zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Honda ist halt eben eine sportliche Marke, qualitativ extrem hochwertig, hat ein sehr, sehr hohes Ansehen in Japan, sehr innovativ, technisch immer auf dem neuesten Stand. Also die Marke ist wirklich eine Marke der Zukunft. Ihr habt dort richtige Fans, die zahlen auch für Gebrauchte richtig gutes Geld, muss man dazu sagen. Ja, wo findet man euch? Gleich zweimal? Ja, ich habe 2 Betriebe in Rehlingen-Siersburg zwischen Saarlouis und Merzig
und hier in Saarbrücken in der Kurt-Schumacher-Straße. Ja, vielen Dank, Thomas Reiter. Kurzer Überblick: Type R Honda Civic, seit rund 3 Jahren auf dem Markt mit 320 PS. Danke, Thomas. Danke.